Unsere diesjährige Transalp startete am Kochelsee und führte uns nach einem kleinen Anstieg auf einem Trail, der am Walchensee entlang ging. Dann ging es weiter nach Wallgau, wo wir Mittagspause machten, bevor es nach Seefeld, unserem eigentlichen Etappenziel, weiterging. Doch leider hat das Wetter dabei nicht ganz mitgespielt, wie nachher zu sehen ist. Am zweiten Tag ging es in der Früh nach ein paar Höhenmetern direkt wieder auf einer Forststraße bergab. Danach sind wir im Inntal einem Radweg gefolgt, der folgende Anstieg hatte es jedoch in sich. 800 Höhenmeter lang ging es konstant über 20% Steigung hinauf. Tag 3 startete mit einem großen Anstieg mit einer kurzen Trailpassage, bevor es dann endlich bergab ging. Um zur Unterkunft der Sattelalm zu kommen, mussten wir dann aber erst unter strömendem Regen nochmals 800 Höhenmeter erklimmen. Am nächsten Tag ging es eine der technisch anspruchsvollsten Strecken nach oben zum Sattelberg. Dort erwartete uns ein Single Trail, nachdem ein kurzer Anstieg folgte, und dann waren wir auch schon in Sterzing, wo die Mädels hinzukamen. Der 5. Tag war eine gute Einstiegsetappe. Nur 1200 Höhenmeter und keine Steigungen über 20%, mit denen wir den Jaufenpass überquerten. Den restlichen Tag ging es fast nur noch bergab, Straße und Trail, die sich immer wieder kreuzten, bis wir im Tal eine Mittagspause machten. Bis nach Meran waren es zwar noch 35 Kilometer, aber durch die leichte Neigung konnten wir auf dem Radweg konstant mit 25 km/h fahren. Der nächste Morgen im Meran startete mit einer Tour durch eine Apfelplantage hin zum eigentlichen Anstieg. Dann schlängelten wir uns auf Waldwegen durch die Berge. Der letzte Anstieg erfolgte auf einer schier endlosen Asphaltstraße, welche uns über Fondo nach Rebo leitete. Tag 7 war mit Abstand der anspruchsvollste, 2500 Höhenmeter und über 100 Kilometer. Die ersten 1500 Höhenmeter ging es bis nach Madonna di Campiglio, wo wir uns dann auftrennten und die anderen die Alternativroute mit 800 Höhenmeter weniger nahmen. Nur Leo, Moritz und ich wollten uns der Herausforderung stellen. Wie das geendet ist, sehen Sie später selbst. Der letzte Tag begann in Comano Terme und war die einfachste Etappe mit nur 500 Höhenmetern und 25 Kilometern, weshalb wir dann auch schon trotz Ausschlafen und entspanntem Frühstück um 2 Uhr am Gardasee angekommen sind. Dann fahren die nur 3 Tage mitgemeldet. 4. Fahren wir 8? Ja. Anfangs ging es gleich mit einer Schiebepassage los und es kamen die ersten Äußerungen, ob es denn die ganze Transalp so weitergeht. Aber um es vorwegzunehmen, nein, es wurde nur noch besser. Naja, meistens. Bei der Asphaltabfahrt runter zum Walchensee hatten wir dann auch schon den ersten Platten aufgrund eines undichten Ventils. Schnell den Schlauch getauscht und weiter ging's. Und dann ging es endlich los mit den richtigen Anstiegen. Blöderweise hatte es am Vortag geregnet und der Boden war vollkommen aufgeweicht, sodass wir eine Stunde lang durch den Matsch schieben mussten. Ja. So, durchfahren. Jetzt. Dauert. Meine Bremsen sind so am Hä? Dampfen. Was dampft? Ja, die Bremsen.
Das war zu viel Belastung vielleicht sogar. Wir sollten vielleicht kurz warten. Die erste richtige Abfahrt des Tages führte uns nach Wallgau, wo uns Louis' Dad auch schon mit Brotzeit für die Mittagspause erwartete. Ja. Servus. Als wir wieder losfahren wollten, fing es auf einmal an, wie aus allen Wolken zu schütten. Wir warteten 20 Minuten ab, haben uns dann jedoch entschlossen, im Regen weiterzufahren. Etappe 2 Okay. begann mit einer längeren Abfahrt auf einem Forstweg, der bis ins Inntal führte. An diesem Tag hatten wir 45 Kilometer und 1400 Höhenmeter vor uns. Oh oh. Auf einem Radweg sind wir dem Inn in Richtung Innsbruck ein Stückchen gefolgt, und wie man sieht, sind wir dieses Stückchen sehr gelassen gefahren und haben die Aussicht genossen. Denn es folgten noch einige Anstiege, die es in sich hatten. Ja?
16% waren tatsächlich noch harmlos im Vergleich zu dem, was uns gleich erwartete. Dieser Anstieg war der härteste der gesamten Transalp. 800 Höhenmeter mit konstant über 20% Steigung. Ja, dann brauchen wir noch ewig. Ich kann mir vorstellen, es war jetzt echt hart. Wir haben noch eine Siesta gemacht. Sag mal, wie schwitzt. Jo. So, Leo, wie ist die allgemeine Stimmung? Ich höre meinen Puls. Auch wenn das Bergauffahren extrem anstrengend war, nach den ersten paar Metern Abfahrt war das schon fast wieder vergessen. Nicht so deppert wie der Esel auf der letzten. Ja, ja, aber kommen wir auch nach Telfes. Da steht der Telfes dran. Boah. Ah, okay. Ah, okay. Ich pack mal kurz meine Uhr weg. Ich bin gerade sogar gesprungen. Und ich habe keinen Gang mehr drin. Wie jetzt keinen. Nicht mehr den ich vorher hatte. So. Die Uhr kommt weg, weil sonst fällt die rein. Und da Ich muss unten, meine Flasche auf kurz reinmachen, sonst steht das weg. und da unten ist jetzt gleich ein Gitter, wo wir kurz abbremsen müssen. Aber wenn sowas weiterkommt, das ist halt ungefähr das, die Trails, wie wir das letzten Transalp hatten, nur ein geil. Passt.
So ein Scheiß. Das ist halt echt geiler Mechanismus. Das ist ausgeklügelt. Ja, Leute. Das sieht aus wie aus Steinzeit ungefähr. Alter. Schon so irgendwie. Ja gut, dann bis nachher. Wir haben uns dann für die Abfahrt getrennt, da Luis und Jonas lieber Forstweg als Trail gefahren sind. Nicht verletzen. Ja, ich glaube, das brauchen wir eher. Heute. Einmal was geil, diese Steilkurve habe ich mitgenommen, das scheiße, jetzt bitte was Smoothes. Und dann kam so Ja, bei der ja. Auslaufphase. Schon nice, oder? Der ist echt geil. Wobei es mir jetzt fast schon wieder hingeht. Ja. Einmal bin war auch es so. richtig sketchy, wo dieser Erzkamm, da kam, der so nass war. Alter. War das richtig? Ja, war richtig. Weise. Ja, wir sind ja den Lang leider nicht gefahren. Wir sind den Lang ja leider nicht. Ja, ich würde gerne wissen, wie der gewesen wäre. Ich glaube, der wäre noch richtig geiler gewesen. Stimmt, ja. Alter. Das ist krass, wenn du da zu schnell bist. Ja, boom, Bezug. Ja, Okay, das müsste Nummer 1 sein. Da ist hier Nummer 2. Ah, perfekt. Ja, war ein bisschen. Wir sind zwar eine Stunde später angekommen als erwartet, aber zum Glück hatten wir dennoch genügend Zeit, um in die Sauna zu gehen und so den Abend ausklingen zu lassen. Stand schon auf der Mistliste. In der Früh vom dritten Tag wurden wir durch die Sonnenstrahlen geweckt und alles sah nach einem super Tag aus. Doch leider ist Luis krank geworden und konnte den Rest der Transalp nicht mehr mitfahren. Die Hälfte der 1400 Höhenmeter konnten wir gleich mit dem ersten Anstieg beseitigen.
Warte. Weil ich mit einer Hand filmen musste und es plötzlich wieder bergauf ging, war das Schalten nur begrenzt möglich. Aber Moritz eilte mir sofort zur Hilfe. Soll ich halten für dich? Schon okay. Ziehen, oder? Vorne. Den kleinen. Danke. So. Dann sind wir auch endlich am ersten Höhepunkt des Tages angelangt. Aber wie man an der Atmung hören kann, es war sehr anstrengend. Ich bin genau in der Mitte über diesen einen Huckel drüber. Warte, ich glaube, ich filme da vorne mal wieder. Da kommt gerade die Sonne so gut. Da oben. Alter, ist da noch wer? Unser Weg wurde dann von einem Bullen blockiert, der uns recht angriffslustig ansah. Deswegen sind wir kurzerhand mitten durch den Wald daneben gefahren, um ihm auszuweichen. Wie hatten wir den? Ach, schau dir mal den da an. Hier und Schwarze. Ja, der schaut schon aus wie der Teufel. Alter, da hab ich ja voll Angst jetzt. Schau dich erst mal den da an. Ja, der kommt schon. Lass mal rechts durch den Wald fahren, oder? Der heißt Testosteron bestimmt. Lass mal vorsichtig rechts durch den Wald fahren. Ich hab jetzt echt keinen Bock drauf auf den. Oder wir gehen mal Vollgas. Nee. Dass die schneller sind. Fuck, geh mal, fahr mal jetzt rechts rein. Oder wir fahren von allen Seiten auf. Alter, lass mal abhauen. Es haben sich mehrere gedacht, dass sie keinen Bock auf den Scheiß haben. Ah, okay, da unten geht er weiter.
Und schon wieder wurden wir auf unserem Weg behindert. Aber dieses Mal war es immerhin nicht ganz so gefährlich. Ist zu leicht, das Reh doch da rüberkommt. Nee, das machst du jetzt selber. Der letzte Anstieg des Tages startete wieder mit starkem Regen, welcher aber glücklicherweise immer weniger wurde. Bei der Sattelalm angekommen, war es zwar anfangs komplett bewölkt, doch später klarte der Himmel auf und es kam sogar die Sonne durch. Sattelalm. Das ist wurscht, wahrscheinlich sind wir sogar vor denen da. Ah, da hinten steht das rote Auto. Ja. Aber ich mach mal die Federung auf. Die ersten 800 Höhenmeter waren am schlimmsten heute. Die gingen direkt senkrecht. Ja. Das war halt senkrecht auf 2 Kilometer, so 1000 Höhenmeter. Dann hören wir jetzt morgen nicht mehr ganz so viel, weil wir heute alles abgearbeitet haben. Ja, zum Glück. Wir sind ja jetzt schon in Tag 4 quasi. Ja, irgendwie schon. Einfach direkt weiterfahren müssen. Länger. Oh, ja. Oh! Ja! Oh, das ist echt nice. Oh. Oh. Von der Hütte ging es dann direkt weiter den Sattelberg hinauf. Von diesem aus fuhren wir dann weiter in Richtung Sterzing. Noch wussten wir nicht, was für ein Supertrail uns erwarten würde, doch unsere Euphorie war deswegen umso größer, als wir ihn erblickten. Auch wenn es nicht geplant war, haben wir spontan den Monte San Lorenzo bestiegen und wurden mit einer gigantischen Aussicht belohnt.
Bereit? Inzwischen sollte jedem klar sein, warum das ein Super Trail ist. Schmaler Single Trail, technisch anspruchsvoll, super Aussicht und das Ganze 10 Kilometer lang. Ein Tarnfahren. Warte mal. Bunny hop rüber. Um nach Sterzing zu gelangen, mussten wir dann noch ein paar Höhenmeter überwinden. Dort angekommen sind wir dann auf die Mädels gestoßen, die an diesem Tag eingestiegen sind. Etappe 5 war somit die erste für die Mädels. Ideale Bedingungen für einen Einstieg. Gutes Wetter, keine Steigungen über 20% und nur 1200 Höhenmeter.
in der Früh gab es gleich schlechte Neuigkeiten. Fini, die erst seit dem Vortag dabei war, ist krank geworden und somit am gleichen Tag wieder nach Hause gefahren. Insgesamt hatten wir dann schon 3 Ausfälle. Luis, Fini und Matthias, der sich schon 2 Wochen vor der Transalp ein Bänderriss zugezogen hatte und das gar nicht antreten konnte. Wir sind gleich da. Eine Stunde gegessen. In einer Stunde? In einer Stunde? Nun lagen nur noch 200 Höhenmeter vor uns, bis wir den Jaufenpass überwunden hatten. Du hast aber ein ganz schön großes Fahrrad. Brauchst du mir Stacheldrahtzaun, meine ich nur. Oh, fuck. Und zack. Und hier mit der Geige. Hello. Hier kann man zwar nicht so gut sehen, was passiert, aber sie können sich auf ihr Gehör verlassen. Für alle, die es nicht bemerkt haben sollten, der Julian hat beim Springen den Lenker in der Luft verrissen und ist dann schief aufgekommen. Aber immerhin gab es keine schweren Verletzungen. Hier konnte man sich wieder entscheiden, ob man lieber Trail oder Straße fährt. Und dann haben wir uns unten im Tal wieder bei der Mittagspause getroffen.
Spitzkehre, Vorsicht! Sehr gut. Blöderweise ist mein Pedal an einem Felsen angeschlagen und ich bin in hohem Bogen über den Lenker geflogen, aber bis auf eine kleine Narbe gab es keine Verletzungen. Sind deine Klicks zu hart eingestellt? Unten angekommen, wurden wir dann auch schon wieder mit einem gedeckten Tisch voller Brotzeit erwartet. Den restlichen Tag ging es auf einem Radweg fast nur noch bergab in Richtung Meran. Dieser führte uns 35 Kilometer an der Passa entlang, welche nicht weit von unserer Unterkunft in die Etsch mündete. Dieser Tag begann harmlos mit einer Fahrt durch eine Apfelplantage, bis wir durch Lana gefahren sind, wo uns dann eine Rampe mit über 30% für über 200 Höhenmeter lang zu schaffen machte. Bleiben die anderen? Auch wenn es danach noch weiter bergauf ging, waren wir froh, dass die Steigung etwas flacher wurde. Den weiteren Anstieg ging es auf Pfaden entlang, die sich im Wald durch die Berge schlängelten. Aber von der Schiebetechnik kann man sich auch noch viel abschneiden. Rucksack ist nicht zu.
Pass- und Forststraßen ging es dann weiter zur Unterkunft, doch aufgrund eines Umweges schien diese niemals enden zu wollen. Die vorletzte Etappe startete auf einer Hauptstraße, bis wir dann unterhalb Livo auf einen sehr schönen Radweg wechseln konnten. Und ein neues Mitglied haben wir auf dem Weg sogar auch gefunden. Die Stimmung im Team war super, denn wir wussten, wenn wir diesen Tag geschafft haben, ist es nur noch ein Katzensprung bis zum Gardasee. Doch Tag 7 zu überstehen, stellte sich als schwieriger heraus als gedacht. Nach dem Radweg ging es über Forstwege hinauf nach Madonna di Campiglio. Wie man unschwer erkennen kann, war es ziemlich heiß, sodass wir jeden Moment im Schatten so lange hinauszögerten wie möglich. Die anderen hatten ab diesem Zeitpunkt noch eine lange Abfahrt nach Comano Terme vor sich. Doch Leo, Moritz und ich wollten noch hoch hinaus. Ich hab gesagt, dass er kommt. Der Anstieg von 1500 Höhenmetern am Stück zog sich doch länger als erwartet und so kamen wir dann erst um 3:30 bei der Mittagspause an, wo wir von Larissas Eltern schon mit reichlich Essen erwartet wurden. ...800 Höhenmeter lagen noch vor uns. Zunächst ging es auf einem Single Trail leicht bergauf bis zum Hotel Valle Sinella.
Dort begaben wir uns auf die Suche nach einem Trail, bei dem wir mäßig erfolgreich waren. Nicht cool. Ich stehe da oben auf der Kuppe, wollte laufen. Wir sind dann wieder auf eine Forststraße umgestiegen und dieser bis zum Wasserfall Cascata di Mezzo gefolgt. Yo. Nach weiteren 500 Höhenmetern sind wir dann in der Traumlandschaft beim Lago di Valagola gelandet. Alter, nice. Doch noch immer lagen 200 Höhenmeter Schiebe- und Tragepassage vor uns. Doch wieder einmal entlohnte uns die Aussicht gebührend. Und dann begann der Wettlauf mit den letzten Sonnenstrahlen. Könnte ja hier sein. Dank unserem genialen Navi sind wir dann noch einen Umweg von 45 Minuten gefahren und schließlich um 23 Uhr an der Unterkunft angekommen, wo die anderen mit Pizza auf uns warteten. In der Früh konnten wir endlich das erste Mal richtig ausschlafen und uns beim Frühstück Zeit lassen, denn es lagen nur noch knapp 500 Höhenmeter vor uns. Kurz hinter Berligno fing die Abfahrt in Form eines Trails schon an. Die Lisa wahrscheinlich. Nee. Wen hat's geschmissen? Ich rann's jetzt auf 5 Meter mit meinem Rad ist so gewappelt, dass es nicht mehr anders geht. Hier auf 5 Meter. Schau mal rechten, schau mal linken Lenker auf. Die hat mein Gesicht gebrannt. Ja, wie hast du denn das geschafft? In so eine Rolle rein. Ja, geil, Die Mädchen gerade so, oh, aber es ist geil, weil es ist nicht so kiesig. Ja, 2 Minuten später. Hat die Lisa gerade gesagt, ich weiß. Die Reifen, die haben ungefähr doppelt so viel Griff gefühlt.
der wenig Reifendeal. Ich habe mich gegen die Bremsscheibe gelehnt. Lauras Wunde war aber zum Glück nur oberflächlich und so ging es dann auch gleich weiter. Der See im Hintergrund ist der Lago di Tenno, aber bis zum Gardasee war es dann auch nur noch ein Katzensprung. Das sieht aber schon nice aus. Schon seit dem 3. Tag. Meine auch. Meine hat auch einen. Ich bin eigentlich einmal nur blöd hingefallen. Der Gardasee. Ich hätte jetzt schon so Danny McCaskill-Move erwartet. Und das war die Transalp 2017. Counting days, counting time. Ein riesiges Dankeschön gilt den Eltern, die uns bei der Transalp unterstützt haben. Dies gilt vor allem für Larissas Eltern und Louis' Dad, die stetig für eine Mittagspause gesorgt haben. Wem wir auch sehr dankbar sind, ist unser früherer Lehrer Flori Vonnenstem, welcher letztes Jahr unsere erste Transalp ermöglicht hat und uns gezeigt hat, was für ein unglaubliches Erlebnis das ist. Einfach Danke. I just became unfocused on what's wrong and what's right, and on my purpose in life. You will fall, you will cry, but you will always find light. Counting days, counting time, counting time. Hope our dreams come alive, come alive. The grass seems greener on the other side. The stars shine bright, but only when it's night. We all have wings, but no one's to fly.